aprovechando esta fecha 27 de octubre en la que celebramos un nuevo aniversario de la encarnación del venerable maestro Samuel Weor en su Bodhisattva, queremos expresar nuestros sentimientos más grandes de gratitud al venerable maestro Samael, Logos de Marte, regente de la era de Acuario, por habernos entregado en esta vez las enseñanzas crísticas gnósticas eternas, para que de esa manera podamos nosotros ser libres, encontrar el sentido de la vida y caminar hacia nuestra patria, el absoluto, hacia la libertad, hacia la auténtica felicidad. Olá, meu nome é Christian Kuhn, sou professor de filosofia, moro atualmente em Lisboa, Portugal. Bom, para mim o sentido da vida tem três aspectos ou três momentos. Primeiramente, a busca desse sentido, a busca do sentido da vida. E um segundo momento, a ampliação de sentido na medida em que a gente se propõe a extrair a sabedoria de todos os eventos de nossa vida. E um terceiro momento, o compartilhar essa sabedoria com todas as pessoas que nos circundam. Para mim, esse é o sentido da vida. Grande abraço a todos. Hallo zusammen. Bei dieser Frage denke ich sofort an diesen berühmten Satz, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Und das ist für mich das Einzige, worauf es auch ankommt. Es löst zwar verschiedene Gefühle in mir aus und auch will etwas in mir das nicht so akzeptieren und sucht nach etwas mehr, aber ich glaube, das ist nur so, weil ich die wahre Art des Seins noch nicht zu spüren bekommen habe. Ο Θεός, που το σπίτι του είναι εγκρυπτό, αποφάσισε να γίνει ένας μεγάλος ταξιδευτής. Έτσι διασπάστηκε σε μυριάδες σπέρματα, μορφές, εκδηλώθηκε στο αρχιτεκτόνημα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει και άρχισε να ζει μέσα σε αυτό άπειρες περιπέτειες. Για εμάς ο σκοπός είναι να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό το σπίτι στην πηγή, με σοφία και συνείδηση, βοηθώντας σε αυτή την επιστροφή και τα υπόλοιπα πλάσματα που συναντάμε στον δρόμο μας. Der Tod ist für mich das Ziel des Lebens, weil er unser Dasein begrenzt und wir nie wissen, wann er kommt. Und wenn wir bewusst mit diesem großen Transformator leben, dann ermöglicht er uns von Moment zu Moment unser Dasein zu betrachten und unserem Dasein eine Richtung zu geben, durch bewussten Wille und durch unsere Entscheidungen und uns so unabhängig und frei machen vor dem Getriebesein, durch dieses Leben wie in einer Sanduhr und vom Angehaftetsein an den Dingen dieses Daseins. Bom, para mim, o sentido da vida tem uma relação muito grande com uma busca da nossa real existência. Acredito que de fato seria a busca pelo nosso ser interno, busca justamente por essa real existência e tudo o que acarreta esse contato com o nosso próprio ser e essa visão e esse sentido quando existe esse religar. Meiner Meinung nach, der Sinn des Lebens ist ein sinnvolles Leben, ein friedliches Leben,
wo man Kontakt hat mit Gott in sich, mit dem Hören, mit seinem Inneren und wo die Seele sich freut über dem, was wir erleben. Ein Leben voller Erfahrungen, aber diese Erfahrungen sollten bewusst sein, dass wir einen Kontakt haben mit Gott in uns, dass wir lernen, dass wir wachsen, dass wir erkennen, was die Weisheit ist und was die Liebe ist. He visto al río y sus aguas me han hablado de alegría, de abundancia, de belleza. Me ha dicho que no lucha contra los escollos, simplemente se adapta, los conoce, los comprende y continúa su camino, danzando, cantando, burbujeando. Él sabe que en la llanura habrá paz y será más grande, y cuando llegue al mar será aún más inmenso y rico. He ahí el objetivo de la vida, con humildad, encontrar la riqueza espiritual en la inmensidad de Dios. La vie en elle-même est une formidable opportunité que nous offre notre mère biologique, notre mère physique, notre maman, notre mère nature et notre mère cosmique pour pouvoir réaliser une œuvre spirituelle. Et comme disait un philosophe, nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. Meningen med existensen, det är att förstå att vi har Gud inom oss. Och att vi behöver komma tillbaka till Gud. Men för att komma dit så behöver vi göra ett arbete med oss själva. Vi behöver ta bort vårt eget inre mörker. Allt det här som har med lägre energier att göra, högmod, avundsjuka och så. Ta bort vårt inre mörker så att ljuset kan sprida sig mer och mer inom oss själva. Så att vi kan bli ljus. Och en dag förvandlas till en vacker ros. Você já se perguntou quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer da minha vida? Quando nos questionamos isso, nos deparamos com a necessidade de nos conhecermos de maneira mais profunda. Deus criou todo o universo para que Ele também pudesse se conhecer. O autoconhecimento é a grande chave para realizarmos uma transformação e sermos pessoas melhores, seres melhores, capazes de construir um mundo ainda melhor. Das Ziel vom Leben hat vielleicht am meisten damit zu tun, sich für das zu interessieren, wo man selber ist, wirklich ist. Nicht einmal unbedingt, wer man ist, sondern was man ist. Und dann jeden Tag, jeden Moment, jede Situation dafür zu nutzen, um aus genau dem, wo man ist, die bestmögliche Version zu machen. Die reifste Version und die reinste Version. Und dann zu schauen, was das alles mit sich bringt. Und sich um das alles zu kümmern. Mit Liebe, mit Geduld, mit Freude und mit innerem Frieden. Το νόημα της ζωής είναι να σκάβουμε βαθιά μέσα μας, για να ανασύρουμε στην επιφάνεια όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μια ατομικότητα. Όλα εκείνα που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Και αφού τα ανακαλύψουμε και τα κατανοήσουμε, να εξαγνίζουμε τους εαυτούς μας, ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε δίκαια σε αυτό το ιερό παιχνίδι του Θεού, να αυτοαναγνωρίζεται και να πάρουμε πάλι τη θέση μας, τη θέση που μας αρμόζει στην κλίμακα της δημιουργίας. Lo scopo della vita è viverla. Siamo qui, con questa vita che ci è stata donata, soltanto per una manciata di anni, rispetto ai tempi per noi infiniti delle stelle e dei pianeti. Ci è stato donato il libero arbitrio, che ci permette di scegliere. Forse dovremmo scegliere di scoprire chi siamo veramente
e qual è lo scopo della nostra venuta in questo mondo e proprio in questo momento. Forse dovremmo lasciare una traccia del nostro passaggio, anche anonima, ma che sia basata sul bene. Un insegnamento, un comportamento esemplare, opere di carità, parole e soprattutto azioni che possano ispirare il prossimo, affinché le possa imitare, per apportare il proprio contributo a questo mondo, a questo pianeta, a questa vita. Forse un aiuto per comprendere maggiormente il senso, il significato della nostra presenza in questo luogo e in questo tempo, potrebbe essere porsi questa domanda: cosa posso dare io a questo mondo, a questa vita? Der Sinn vom Leben ist etwas, nach dem wir alle immer wieder auf der Suche sind. Man könnte vielleicht sagen, die Suche ist die Suche nach dem Weg, glücklich zu sein. Doch nach was suchen wir genau, um glücklich zu sein? Der Schlüssel dazu liegt natürlich in uns selber. Nur wir selber können etwas verändern. Wir können unseren Fehlern mit Willen entgegentreten. Wir können in uns selber neu geboren werden. Und wir können den Menschen um uns herum bei dem helfen, was sie brauchen. Danke, Meister Samael, für deine kostbare Lehre, auf dass wir unseren Diamant eines Tages zum Glänzen bringen.